In diesem Video sehen wir uns einen langfristigen Trendwechsel an und wie sich dieser auf ein langfristiges automatisches Handelssystem auswirkt. Sie haben vielleicht noch nichts von mir gesehen, denn in den letzten 2 Wochen hat mein System den Handel eingestellt. Eigentlich war der letzte Trade, glaube ich, vor 2 Wochen. Und das war der Zeitpunkt, als der Kurs zu fallen begann. Er fiel tatsächlich auf ein Kursniveau unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte und es dauerte noch etwa eine Woche, bis sich die gleitenden Durchschnitte einander anzunähern begannen und sie kreuzten sich tatsächlich vor etwa 2 oder 3 Tagen. Aber es dauerte noch eine Weile, bis das Handelssystem begann, neue Positionen zu eröffnen. Der Grund dafür ist, dass Sie hier auf dem Chart eine Trendstärke sehen, die ein berechneter Wert ist. Und im Grunde genommen wird berechnet, ob der Trend über oder unter einem bestimmten Wert liegt. Denn in dieser Phase hier sehen Sie, dass die beiden gleitenden Durchschnitte so dicht beieinander liegen, dass sich das jederzeit hätte ändern können. Aber jetzt, wo das System wieder auf der anderen Seite der beiden gleitenden Durchschnitte zu handeln begonnen hat, hat es tatsächlich etwas an Fahrt aufgenommen. Derzeit haben wir einen Kontostand von $100.711 und ich schätze, der letzte profitable Trade wurde vor etwa 5 Minuten geschlossen. Lassen Sie uns nun die Statistiken von FX Blue laden. Sobald alle Anzeigen hier geladen sind, sollten wir einige Details sehen können. Also ja, wir haben seit dem Neustart des Systems am 7. Januar einen Profit von $711,02 gemacht. Und wenn Sie auf dieses Menü hier klicken, haben Sie mehrere Optionen zur Auswahl. Schauen wir uns die Equity-Kurve an. Diese weicht leicht ab, ist aber fast identisch mit der Balance-Kurve. Technisch gesehen hatten wir also bisher noch nie einen Drawdown. Die Seite sollte alle 5 Minuten oder so aktualisiert werden. Ich werde jetzt versuchen, die Seite zu aktualisieren. Und jetzt steht hier, dass wir einen weiteren Profit gemacht haben. Und irgendwo hier können wir auch den täglichen Profit und einige andere Statistiken sehen. Hier ist die Liste. Lassen Sie uns nun versuchen, diese für den aktuellen Tag zu sortieren. Okay, heute ist der 31. Januar. Das aktuelle Saldo ist gleich dem aktuellen Eigenkapital. Und wenn ich hineinzoome, sollten wir sehen können, dass wir heute etwa ein Dutzend Transaktionen durchgeführt haben und gestern ein paar. Und die letzte vor diesem Zeitpunkt war vor 2 Wochen. Ich hatte also tatsächlich recht. Und wenn Sie in den Chart hineinzoomen, können Sie sehen, dass diese Zeitspanne hier nur ein paar Sekunden in einem Strategietest oder ein paar Zentimeter auf Ihrem Chart beträgt. Aber eines der schwierigsten Dinge für die meisten Händler ist es, ein automatisiertes System auszuhalten, das nicht die ganze Zeit über handelt. Aber technisch gesehen funktioniert es und ist profitabel. Und Sie können sich jeden einzelnen Trade auf dieser Website hier ansehen. Da das System die ganze Zeit über profitabel war, könnte ich jetzt das Konto schließen und das Geld entnehmen. Technisch gesehen hätten wir kein so großes Konto gebraucht, aber es ist noch sehr früh in diesem Prozess. Und ich denke, in den nächsten Wochen werden wir noch viel mehr Bewegung sehen. Eigentlich lief dieses System eine Woche lang, dann machte es 2 Wochen lang eine Pause und jetzt handeln wir seit 2 Tagen. Und bis jetzt bin ich mit den Ergebnissen zufrieden. Das war's mit diesem Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.